Ja, einen schönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, heute möchte ich mich mit euch mein Buchrücken machen. Ich hatte tatsächlich erst überlegt, ob ich vielleicht es vorher draufkleben soll oder aber sozusagen den Buchrücken hier raus erstmal ja, vorrangig bastel sozusagen und es dann draufklebe. Ich bin jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen zwiegespalten, wie ich das mache. Ich habe es auch tatsächlich extra, nicht, dass ihr irgendwas Falsches denkt, habe ich es ein bisschen länger ausgeschnitten, wie ihr jetzt gerade sehen könnt. Weil ich finde, das verleiht den Ganzen noch mal ein bisschen so ein, ne, ihr wisst ja, was ich meine. So, ich werde das mich dann später hier noch unten ein bisschen ausfransen und, ja, und dann mal schauen. Ich denke aber, ich habe jetzt gerade Hickepicks. Kennt ihr das, wenn man von Kaffee Schluck aufbekommt? Uiuiui. Jetzt bin ich zwiegespalten, ob ich das jetzt hier wirklich erstmal draufklebe oder erst den Buchrücken fertig mache. Ich denke jedoch, ich werde den erst fertig machen und dann draufkleben. Na, andersrum, wenn ich den aber vorher fertig mache, könnte es nachher zu stramm sein. Oh Leute, was würdet ihr machen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin jetzt gerade echt zwiegespalten. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde den wirklich erst einmal draufkleben. Na, weil dann habe ich auch circa so ein Format, wie ich die Pappe ausschneide. Und ja, ich glaube, das mache ich auch so. Doch. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das dann wirklich akkurat habe. Weil nicht, dass ich das mich nachher festklebe und das sozusagen, ach hier hängt mein Kabel, ach Gott. Muss ich jetzt gleich dran klemmen, weil sonst ist mein Akku leer. Ich habe mich nicht geladen. Ansonsten hängt das nämlich nachher irgendwie schief oder so und das will ich ja natürlich auch nicht. Na, also ich werde das jetzt erstmal ganz kurz aufkleben, hänge euch einmal am Akku und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe euch jetzt einmal am Akku gehangen und habe mir aber überlegt, ich werde es mit euch zusammen draufkleben. Aber erstmal noch ein Schluck Kaffee. So, meine Mama hat mir einen Kleber mitbestellt, weil sie davon total begeistert ist. Und ich habe den tatsächlich noch nie gehabt. Ich habe den da noch nicht ausprobiert. Und zwar ist das der von der lieben Funkelkram, der Junk Journal Kleber. Na, also sie ist da wirklich total verrückt nach diesem Kleber, weil er wohl auch verdammt gut einfach kleben soll und verdammt schnell. Deswegen, ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren, ob das auch auf dieses Material, mit diesem Material, wirklich klebt. Ne? Also wollen wir mal ausprobieren. Na, also wie ihr seht, ich habe das wirklich noch nicht aufgemacht. Ich bin gespannt. Wow. Schon eine verdammt coole, dicke Konsistenz, muss ich sagen. Ne? Also man kennt es ja tatsächlich von so manch anderen Klebern. Da sind die ja wirklich so richtig dünnflüssig. Und ja, ist natürlich nie so wirklich ganz so cool. Ja, meine Mama hat mir schon gesagt, ich muss das mit einem Pinsel auftragen. Deswegen werde ich das jetzt mal tun. Ich hoffe, der klebt jetzt, also der trocknet jetzt nicht zu schnell. Das wäre ja jetzt auch blöd, ne? Ich bin gespannt. Also der lässt sich auf jeden Fall verdammt gut verteilen. Also ich bin echt positiv überrascht. Weil entweder sind sie immer zu dünnflüssig
Klar, dann lassen die sich natürlich richtig gut verteilen, ne? Aber dann kleben die halt scheiße. Dann gibt es wiederum so richtig dickflüssige Kleber. Die lassen sich so gut wie gar nicht verteilen. Aber wenn der jetzt auch wirklich so klebt, wie meine Mutter es sagt, dass der wirklich so krass Bombe ist, dann, lieber Funkelkram, ist das nicht der letzte, den meine Mama bestellt hat. Oder ne? Weil dann werde ich den definitiv auch öfter bestellen. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Damit das auch wirklich... Oh, wie mache ich das denn jetzt? Ich werde erst einmal die andere Seite anstreichen. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Aber macht ja nichts. Vor allen Dingen, als ich gehört habe, dass die Funkelkraft den Kleber selbst sozusagen mit einer, also sozusagen sich anmischen lassen hat, dass sie sich die Konsistenz tatsächlich selber so überlegt hat, war ich wirklich hellauf begeistert. Weil sowas muss man, ne, also sowas muss man auch im Köpfchen haben, ne, also, man kann ja nicht einfach sagen, ja, ich mische jetzt mal ein bisschen was daraus, ein bisschen was daraus. Na, man muss ja auch immer gucken, ob die Inhaltsstoffe sich auch wirklich miteinander vertragen. Und, also wirklich Hut ab vor dir, liebe Funkelkram, dass du das wirklich so erfolgreich hinbekommen hast. Wirklich, also bin ich absolut begeistert. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Ja, das war jetzt natürlich, ja, ne, Becky halt. Becky halt. Das Gute ist, dass ich das ja noch so ein bisschen vermischen kann. Also, ne, so ein bisschen, ja, dass es wirklich gerade ist. Ich werde das jetzt einfach mal kurz hier drauflegen, damit ich gucken kann, ob das wirklich auch gerade ist. Ja, scheint aber... Vor allen Dingen ist das ja auch nicht so schlimm, wenn das ein bisschen krumm und schief ist, ne? Also mal ganz im Ernst. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Ich glaube aber, dass das so tatsächlich funktioniert. So, meine Lieben, also wie ihr jetzt gerade seht, ich habe es tatsächlich schon fast komplett fertig, also den Buchrücken habe ich jetzt schon fast komplett selber fertig gemacht. Wie ihr auch seht jetzt gerade, das wird kein super dermaßen dickes Buch werden. Aber das muss ja auch nicht unbedingt sein, dass es immer so verdammt dick ist. Hab das Innen auch nochmal mit einer Pappe sozusagen stabilisiert und habe dann einfach Jutband noch oben drüber nochmal drauf geklebt, damit man die Pappe sozusagen nicht direkt sieht. Ja, aber so sollte das dann im Endeffekt nachher sein. Jetzt bin ich gerade eben hingegangen und habe mir
weil ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich aus diesem Buch ein Labbook machen soll, weil sowas habe ich tatsächlich noch nie gemacht, interessiert mich aber extrem. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, weil ich habe mir hier auch schon so Pappe zurechtgeschnitten und auch schon ja, geknickt. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das tatsächlich hier so reinklebe, dass ich dann hier sozusagen die Seiten reinklebe und dass man hier dann irgendwie noch was Schönes, zum Beispiel zum Schreiben, Notizen aufschreiben oder. Habe mir dann diese Seite auch schon fertig geknickt, dass man diese hier auch nur noch draufkleben braucht. Bei dieser bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich die Seite so lang lassen soll. Ja, das wird sich dann später auf jeden Fall noch zeigen. Ja, und im Endeffekt würde das dann nachher so aussehen. Ne, also würde das sogar noch perfekt passen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen zwiegespalten, weil das Buch, da kommen ja auch noch Taschen und alles rein. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Bammel, ob es nachher nicht doch ein bisschen too much, also zu viel wird. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade die ganze Zeit am Überlegen, was ich mache. Oder aber ich werde eine davon rauslassen, werde dieses hier einfach nur so, ja, festkleben mit den Seiten hier drin und hier so ein paar Notizsachen oder so und klebe hier auch einfach nur Seiten drauf, ne, sodass ich erst gar nicht gezwungen bin, hier und hier noch was drauf zu kleben, weil ich glaube, das würde auch nach einer Zeit einfach zu dick werden. Und ich möchte ja nicht, dass das Buch nachher irgendwie so aufsteht, obwohl der Buchrücken gerade mal nur, ja, kann ich euch jetzt genau sagen, wie groß der Buchrücken ist. So, Moment. Also der Buchrücken ist... Boah, dass man nicht anständig stehen bleiben kann hier. Ja, schaut mal, 3 cm. Ja, genau 3 cm ist der Buchrücken. So, jetzt habe ich, und hier habe ich immer jeweils 2 cm geknickt. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich auch Angst, wenn ich das jetzt wirklich reinklebe und durch die Taschen und alles wird es ja auch noch mal ein bisschen dicker, dass das im Endeffekt, ja, später auf einmal dann doch zu dick wird. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich das so machen sollte. Ich muss euch noch mal ganz kurz auf Pause stellen, weil mein Mann ruft an. Gehst du wohl auf Pause? Stopp, meine Batterie. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich habe mich jetzt dazu auch gerade mit meinem Mann ein bisschen unterhalten. Weil er ist ja auf eine Art und Weise ist da auch irgendwie ein Bastler, bastelt aber nicht Sachen, die ich jetzt natürlich mache. Aber der gibt immer sehr, sehr gute Tipps und ich bin echt sehr froh darüber, dass ich so einen Mann habe. Und er sagte, er würde es einfach versuchen mit den Zweien hier. Und deswegen, aber ich glaube, ich werde das hier trotzdem auch noch ein Stück kürzen. Sodass ich tatsächlich wirklich nur hier sozusagen ja, diese Seiteneinbände sozusagen reinklebe. Und dass ich dann diese Seiten hier für andere Sachen nutzen kann. Ja, ich glaube, das mache ich. Das Coole ist, in diesem Buch werden es natürlich auch wieder ein paar Extras geben. Ja, so wie ihr seht, jetzt zum Beispiel habe ich mit unseren 3D-Druckern habe ich einen Baseballschläger ausgedruckt. Weil Negan hat ja auch einen Baseballschläger.
der wird dann später eventuell hier so Platz finden oder vielleicht sogar hier so zwischen. Ich weiß es noch nicht. Da werden auf jeden Fall viele kleine Extras beikommen. Und ja, ich werde jetzt erst einmal, ich glaube, weil mir ist das Schwarz hier ein bisschen zu kahl. Ja, und ein bisschen zu langweilig. Weil ich finde tatsächlich, es sollte schon so ein bisschen auch hier zu der Außenhülle passen. Deswegen werde ich es eventuell jetzt sogar noch ein bisschen, ja, ein bisschen anmalen. Oder ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich würde euch jetzt gerade echt am liebsten fragen, was ihr machen würdet, und ihr könntet mir sofort eine Antwort geben. Aber so ist es ja leider nicht. Ich glaube, ich rufe gleich bei meiner Mama an. Aber ich glaube, weil sie nämlich auch noch nicht per WhatsApp geantwortet hat, glaube ich tatsächlich, dass sie noch am Schlafen ist. Sie darf ja auch mal ein bisschen länger ausschlafen. Ich werde mir das jetzt mal eben ganz kurz überlegen, ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und ja, schalte euch dann gleich wieder dazu. Also ihr Lieben, wie ihr jetzt gerade seht, habe ich mich dazu entschlossen, die Pappe sozusagen, also die eine Hälfte, einmal mit, ja, das habe ich jetzt verdünnt mit Wasser, der Kleber von Funkelkram, einmal mit Klopapier sozusagen zu bedecken, damit das halt aussieht wie eine alte Haut. Die werde ich auch dann später tatsächlich auch so noch anmalen. Werde das eventuell sogar danach noch, ja, noch mal bügeln, damit das wirklich gerade ist und keine, ja, Wölbungen hat. Ja, und werde es aber vorher jetzt gleich tatsächlich noch, da hat mir meine Mama gerade geschrieben, bin wach, werde es aber vorher noch wahrscheinlich im Backofen schnell trocknen, weil das würde mir jetzt die Trocknungszeit, boah, ich bin ja total ungeduldig und nee, sowas ist gar nichts für mich, dieses Warten und, also da bin ich ja gar kein Typ für. Und deswegen werde ich das jetzt gleich wirklich noch im Backofen ein bisschen trocknen. Das wollte ich jetzt nicht, ja, das da. Ja, naja, wird ja sowieso auf die eine Seite geklebt, von daher geht das ja. Kann auch sein, dass ich das tatsächlich ein bisschen zu nass gemacht habe, aber solange da klebt, ist es mich eigentlich egal. Falls ihr euch wundern solltet, das hier werde ich natürlich jetzt gleich auch noch so machen, weil wenn sollte es ja tatsächlich komplett aussehen wie eine Haut, wie eine Zombie-Haut. Und ich bin echt gespannt, ob das was wird. Ernsthaft jetzt. Weil ich bin wirklich dafür bekannt, dass ich gerne herumexperimentiere und einfach ausprobiere und versuche und mache. Und ja, wenn es gut aussieht, im Endeffekt wunderbar. Wenn es scheiße aussieht, ja, dann wird das halt nochmal neu gemacht, ne? Dann ist das halt mal so. Dann habe ich leider Pech gehabt und die ganze Arbeit war umsonst. Und das ganze Material, was mich da dann wirklich am meisten ankotzt. Aber naja, so ist das dann nun mal. Das Schlimmste wird wahrscheinlich sein, der Knick wieder reinzubekommen. Aber das kriege ich auch noch irgendwie hin. So, dann werde ich das mal wieder zumachen, weil... Entschuldigung, ich habe mich jetzt gerade verschluckt. Ich habe ein bisschen mehr gemacht. Und da finde ich das zum Beispiel ganz cool,
jedes Mal, wenn ich irgendwie Pizza selber mache oder so, und da ist ja immer bei der, ja, bei dem Zeug, ne, was man so fertig kaufen kann, sind da ja immer so Gläser und da ist immer die Tomatenmark drin. Die verwahre ich mir jedes Mal, um genau sowas zu machen. Oder halt Farbe oder ne, Farbe, die ich gemischt habe und. Dafür sind die echt praktisch. So, ich werde das jetzt mal eben ganz kurz alles in den Backofen schmeißen, damit es schneller aushärtet. Und dann komme ich gleich wieder. So, wie ihr jetzt gerade seht, ja, habe ich es jetzt ein bisschen designt. Ne? Und ich finde dass es wirklich sehr, sehr gut geworden ist. Weil alleine hier dieses Klopapier, was so drüber steht, das sieht wirklich aus wie so abgerissene Haut. Ne? Also finde ich, habe ich sehr gut hinbekommen. Ja gut, hier sind noch ein paar weißere Stellen, aber ich finde, ja, das ist jetzt nicht so dramatisch schlimm. Und ja, ich werde das jetzt mal mit euch hier reinkleben. Ach ja, übrigens, was ich gerade eben auch mit dem Funkelkramkleber gemacht habe, ist, ich habe hier so Nieten draufgeklebt über die Löcher, ne, damit das so noch mal ein bisschen ja, so aussieht, als wären in dieser Türe halt diese Schrauben drin. Na, da hat meine Mutter mich drauf gebracht gerade eben. Und ich finde, das ist echt eine verdammt coole Idee gewesen. Aber mir fällt jetzt gerade auf, dass ich zwei verschiedene genommen habe. Aber ist auch nicht so schlimm. Diese werde ich jetzt gleich wahrscheinlich dann noch hier mit so ein ja, von Ingold, so ein Bronze anmalen, weil ich finde, das passt dann natürlich besser dazu. Ne? Und bei Gold, ja, sieht jetzt auch nicht so schlecht aus, aber ich fände hier in diesen Bronzefarben, fände ich das persönlich auch viel schöner. So, dann werden wir mal weitermachen. Ja, schaut mal, das geht schon raus hier. Aber das ist ganz egal, weil umso schmucker sieht es aus. So, machen wir mal die Ärmel hoch. Das werde ich jetzt tatsächlich auch wieder mit dem Funkelkramkleber machen, weil, ehrlich gesagt, er hat mich echt überzeugt. Bin ich ganz ehrlich, der ist super. Der trocknet schnell, der trocknet Bombe. Also, großes Kompliment an dich. Wirklich. Es tut mir so leid, ich habe jetzt gerade deinen richtigen Namen vergessen. Aber du weißt ja Bescheid, ne? Ich werde dich auch einmal unten verlinken, damit man auf jeden Fall weiß, wer gemeint ist. Aber ich denke mal, die meisten, die kennen dich ja, ne? So. Und werden wir das mal aufkleben. Boah, ich bin wirklich so mega gespannt, wie das am Ende aussehen wird, das Buch. Ne? Also, wie gesagt, ich mache das ja jetzt gerade zum ersten Mal. Also kein Junk Journal, sondern es ist ein Lab-Book. Ich musste mich erstmal noch an den Namen gewöhnen. Also Lab-Book und nicht Lapt. Heißt das überhaupt jetzt Lab-Book? Oder nenne ich das jetzt gerade falsch? Oder verwechsel ich das gerade mit dem Computer? Mit dem Lappi? Ja, weil ich das ja auch so zum ersten Mal mache, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich auch alles richtig machen werde. Aber das ist ja gerade das Spannende daran, ne? Nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Und, ja. Ich glaube, ich werde jetzt aber gleich erst einmal noch einen Cut machen. Und, weil sonst wird das Video einfach wieder viel zu lang. Und, das wollen wir ja nicht, ne? So. Dann werde ich das mal eben kurz aufkleben. So, ich habe es drauf geklebt mit dem Funkelkramkleber.
Ich hoffe, dass das nachher keine Wellen ergibt hier. Weil ich glaube, ich habe hier ein bisschen Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. So, also wie ihr auch jetzt gerade seht, ich habe hier wirklich jetzt gerade alles befestigt, was es zu befestigen gibt. Hier außen auch mit so Klammern. Ne, hoppla, so. Ne, unten natürlich auch. An den Seiten habe ich mit großen Büroklammern es noch mal ein bisschen fixiert, damit, damit das wirklich auch komplett drauf gequetscht wird, auf Deutsch gesagt. Aber ich glaube, hier muss ich auch noch mal mindestens eine dran tun, weil ich möchte ja nicht, dass das nachher abgeht. So, dann werde ich die jetzt noch nachher außen. Und dann kommt noch mal eine in der Mitte. Ja, ich habe eine verdammt große Überraschung übrigens für euch. Und zwar hat mir meine Mutter ganz viele fertige Junk Journals gegeben, die sie gerne verkaufen möchte. Diese werde ich euch jetzt immer mal nach und nach vorstellen und auch mal in Videos zeigen. Das werden wohl sehr viele Videos werden. Ja, aber ich denke mal, euch macht das ja gar nichts aus, ne? Und weil das sind nämlich auch sehr viele Junk Journals. So, und wenn ich jetzt aber alle oder immer 2 Stück in ein Video machen würde, das würde einfach viel zu lange dauern, das Video. Und deswegen werde ich jetzt immer mal jeden Tag, eventuell sogar, ein Junk Journal vorstellen hier bei YouTube. Und werde euch dann natürlich auch den Link unten verlinken, wo ihr die Bücher ergattern könnt. Ne, die meisten kennen den Online-Shop von mir und meinem Mann natürlich schon. Aber für alle, die es nicht wissen, das ist einmal unter craft2passion.de. Den Link findet ihr auch unten einmal in der Infobox und auch einmal den Link zu dem YouTube-Kanal meiner Mama. Dann könnt ihr euch auch mal da angucken, wie sie überhaupt solche Junk Journals anfertigt. Ist echt verdammt cool. Da bin ich noch mit meinen Junk Journals auf jeden Fall extrem grün hinter den Ohren. So, meine Lieben, also für heute mache ich auf jeden Fall schon mal Schluss, weil das Video ist schon wieder viel zu lange. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut und bleibt gesund. Tschüss!